Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Ich habe heute wieder Unterstützung in Form von der Smilla und wir haben uns nochmal ein Q&A für euch überlegt, aufgrund der vielen Fragen, die ihr unter einem der letzten Videos kommentiert habt. Genau, erste Frage kommt von Sec1 Force. Wo kann man die Feststellungsbescheide herunterladen? Sie sind auf der Produktseite leider nicht zu finden. Mittlerweile erfreulicherweise schon. Wir haben jetzt bei jedem Messer, für das wir einen Feststellungsbescheid beim BKA beantragt haben, den BKA-Feststellungsbescheid als PDF-Datei unter dem Artikel verlinkt, sodass ihr ganz bequem euch den Feststellungsbescheid direkt runterladen könnt. Solltet ihr grundsätzlich Interesse an den Feststellungsbescheiden haben, weil das BKA natürlich nicht nur unsere Messer freigibt, sondern eben auch die Messer anderer Hersteller, könnt ihr auch selbstverständlich gerne beim BKA auf der Seite vorbeischauen. Da findet ihr alle Feststellungsbescheide zu unseren Messern, als auch zu allen anderen, die jemals beantragt wurden. Ganz genau. Wir können nur sagen, sorry, weil wir wollten die Verlinkung schon beim letzten Mal aktiv haben und hier völlig zu Recht, wer hat gesucht, nicht gefunden. Ich dachte, wir hätten es unter allen, hatten es nicht, haben wir nachgeholt. Jetzt findet ihr sie dort auf jeden Fall. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Leftiotism möchte nämlich gerne wissen, zählen federunterstützte Taschenmesser jetzt auch zu den Springmessern? Ich dachte, Springmesser wären eine eigene Kategorie. Oder ist das noch unklar bezüglich der Rechtssicherheit? Ja, also erstmal kann man sagen, es hat sich durch die Überarbeitung des Waffengesetzes in dieser Thematik überhaupt nichts geändert, sondern es ist ein grundsätzliches Problem. Wir haben viele Jahre lang Assisted Opener wie normale Einhandmesser verkauft. Wir waren auch der festen Einschätzung, dass diese genauso wie Einhandmesser zu behandeln sind, nicht wie Springmesser. Und es gibt auch Feststellungsbescheide, die diese Annahme begründet haben. Jahrelang war es gelebte Praxis, also die Assisted Opener auch in Deutschland mit Klingenlängen über 8,5 cm frei zu verkaufen. Was ist dann passiert? Es gab plötzlich einen Feststellungsbescheid, ich glaube bezüglich unseres Magnum Starfighters, wenn mich nicht alles täuscht, bei dem das BKA erstmalig zu einer anderen Einschätzung gekommen ist. Und da hieß es, nein, der Assisted Opener ist ein Springmesser. Und ungefähr in diesem Zeitraum, ein bisschen später, kam es zu Vorfällen, über die wir auch schon mal berichtet haben, nämlich es kam zu einer Hausdurchsuchung bei einer Händlerin von uns und in der Folge dessen wurden Assisted Opener beschlagnahmt und sowohl das LKA als auch das BKA sind im Rahmen dieses Verfahrens angehört worden und sind zur Entscheidung gekommen, dass es sich hierbei um Springmesser handelt. Wir haben sofort reagiert. Wir haben die Assisted Opener mit über 8,5 cm Klingenlänge zu diesem Zeitpunkt sofort in den Exportbereich, so nennen wir das, also in den Tresorbereich verschoben und haben den offenen Verkauf in Deutschland gestoppt. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Verkauf von verbotenen Gegenständen, gerade in größeren Mengen, auch für uns rechtlich absolut problematisch wäre. Und gleichzeitig möchten wir natürlich auch aus Händlersicht diese Rechtsunsicherheit nicht auf unsere Kunden übertragen. Das heißt, wir möchten euch keine Assisted Opener verkaufen, wenn wir nicht sicher sein können, dass diese in Deutschland legal sind. Und deswegen haben wir uns zu diesem doch sehr konsequenten Schritt entschieden und haben seit diesem Zeitpunkt Assisted Opener mit Springmessern gleichgesetzt und nicht mehr differenziert. In einem unserer vorherigen Videos haben wir euch Messer mit bestimmten Mechanismen vorgestellt, diese aber nicht wirklich erklärt. Das möchten wir jetzt gerne nachholen. Denn Garfield McNavy fragt, Flipjoint, könnt ihr mal Deutsch sprechen oder die Begriffe wenigstens am Anfang erklären? Ja, machen wir. Sorry, dass wir da manchmal zu viel vorausgesetzt haben, insbesondere wenn es sich vielleicht nicht um Begriffe handelt, die wirklich jedem Begriff sind. Flipjoint bedeutet nichts anderes als eigentlich eine Wortneuschöpfung von uns, eine Kombination aus einem klassischen Slipjoint und einem Flipper. Das sehen wir hier, ein Messer, welches mit einem Flipper öffnet, bei dem die Klinge aber ähnlich wie bei einem Slipjoint gar keine Arretierung aufweist und mit einem geringen Druck auf den Klingenrücken auch geschlossen werden kann. Das Ganze haben wir uns so ein Stück weit selber überlegt und wie arretiert die Klinge? Das ist dieser sogenannte Double Detent Ball. Wie das im Inneren ausschaut, zeigen wir euch auch noch mal gerne. Wir haben das Messer aufgeschraubt und wie ihr sehen könnt, besitzt die Platine des Messers eine kleine Feder. Und in diese Feder ist eine kleine Kugel eingebracht. Das ist der sogenannte Detent Ball. Warum ist es ein Double Detent Ball? Weil den Liner gibt es nicht nur einmal im Messer, den gibt es von der gegenüberliegenden Seite auch ein zweites Mal. Also die Klinge, die erfährt hier Druck durch diese rausstehende Feder bzw. durch diesen Detent Ball. Wenn wir das Messer jetzt öffnen, dann müssen wir diesen Anbrechmoment überwinden. Und das ist genau der Moment, wo wir es schaffen müssen, dass
die kleine Kugel eine Bohrung in der Klinge verlässt. Das heißt, die Klinge wird in Position gehalten durch diese Kugel. Wir betätigen den Flipper, die Klinge öffnet und dann passiert genau das Gleiche. Die gleiche Kugel, die eben noch für das Schließen oder das Zusammenhalten des Messers zuständig war, diese arretiert jetzt auch die Klinge im geöffneten Zustand. Hier vorne in dieser Öffnung. Und das von beiden Seiten, sodass man sagen kann, das Messer bleibt geöffnet. Es ist aber laut BKA-Bescheid ist es keine Verriegelung, sondern es ist eine Klingenhalterung. So haben wir es in dem Feststellungsbescheid benannt. Und deshalb sprechen wir bei diesem Mechanismus von einem Double Detent Ball. Auch wenn, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, 2 Kugeln von beiden Seiten da drauf halten und die Klinge praktisch in der Stellung behalten, die man sich jetzt wünscht, ob es jetzt im geöffneten oder geschlossenen Zustand ist, bedeutet das trotzdem nicht, dass diese Detent Balls die Klinge bei jeder Belastung halten. Also auch die Detent Balls geben irgendwann nach und die Klinge klappt wieder ein. Also genau. Bevor ihr unsicher werdet mit dem Messer, nutzt vielleicht doch eher ein anderes. Genau, wir haben es nämlich auch in den Kommentaren gelesen, im Zusammenhang mit dem Cataclyst, mit dem Cataclyst 42, welches auf dem gleichen Mechanismus aufbaut, dass jemand geschrieben hat, ist totaler Schrott, ich habe mich damit verletzt. Ja, dass er sich verletzt hat, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, aber ein Messer darf oder hat auch eine Daseinsberechtigung, wenn es über keine Klingenarretierung verfügt, so wie ein klassischer Slipjoin. Wir haben hier den Vorteil, es ist damit § 42 konform. Man muss aber berücksichtigen, dass ein Messer ohne Klingenarretierung sicherlich nicht für alle Aufgaben, sei es wenn man damit so ein bisschen porkelt etc. geeignet ist. Denn die Gefahr, dass die Klinge einklappt, die ist nun mal gegeben. Wer solche Tätigkeiten mit dem Messer gerne vornehmen möchte, der sollte dann darauf achten, dass er ein Messer mit einer Klingenarretierung verwendet. Das sagt nichts über die Qualität des Messers und auch nichts über die Qualität dieses Öffnungs- bzw. Verschlussmechanismus. Solltet ihr Schneidarbeiten haben, die ihr definitiv nicht mit einem Taschenmesser durchführen möchtet, sondern lieber mit einem feststehenden, hätten wir da auch was 42a-konform ist für euch. Engelbert Chaya fragt nämlich, ob das Böker Enki auch 42a-konform ist. Ja, berechtigte Frage, denn wir kennen das, sobald ein Ring am Messer ist, sagen ganz viele Leute, das ist doch verboten, das ist ein Schlagring, das ist ein Karambit, was auch immer. Nein, ist es nicht. Auch das Enki ist § 42a konform. Wichtig zu berücksichtigen ist grundsätzlich klar die Klingenlänge. Ich glaube, jeder, und daran gab es auch keinen Zweifel, würde uns zustimmen, die Klingenlänge unter 12 cm ist § 42a konform. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar andere wichtige Informationen, die man berücksichtigen sollte. Denn wenn das Ganze als Waffe konzipiert ist, wenn es konzipiert ist, um die Angriffsfähigkeit von Menschen herabzusetzen, wenn es sich hier um ein Kampfmesser handelt, dann sind das durchaus Informationen, die man berücksichtigen muss und die auch verhindern, dass das Ganze § 42a konform ist. Ist hier aber nicht der Fall. Das Enki wird auch bei uns im Artikeltext beschrieben als ein Outdoor-Messer, mit dem man alle möglichen Arbeiten vollziehen kann. Und falls der ein oder andere noch nicht vollends überzeugt ist, dann zieht gerne den Vergleich zum Sigurd 42 bei uns aus dem Programm. Auch dieses Messer hat hinten den Ring, ist ansonsten ein kleines Fixed und wurde jetzt ja ganz jüngst, ist ja eigentlich einer der letzten Feststellungsbescheide, die wir vom BKA erhalten haben, als § 42a klassifiziert. Ja, zum Sigurd vielleicht noch ein kleiner Einschub. Wir haben uns extra den BKA-Feststellungsbescheid eingeholt. Seitdem deklarieren wir das Sigurd auch als Sigurd 42. Bei uns im Warenwirtschaftssystem ist es noch als Sigurd Tactical erfasst. Deshalb habt ihr auch das auf der Rechnung stehen. Für den Feststellungsbescheid und die Führbarkeit hat das aber überhaupt keinen Einfluss. Also ihr könnt versichert sein, wenn ihr euch das Sigurd kauft und den Feststellungsbescheid mit euch führt, agiert ihr rechtskonform. Und die Bezeichnung bei uns im Warenwirtschaftssystem haben wir mittlerweile auch angepasst. Das heißt, das Produkt heißt nicht nur im Webshop Sigurd 42, sondern jetzt heißt es auch auf der Rechnung Sigurd 42. Letzte Frage für heute. Der User mit dem spannenden Namen S7L7R möchte gern wissen, ob wir uns ganz sicher sind, ob das Eternal Classic auch legal zu führen ist. Denn es arretiert ja durch den Framelock. Smilla, kannst du da uns weiterhelfen? Gerne. Ja, es arretiert mit dem Framelock. Das Schöne an dem Eternal Classic ist aber, dass es hier diesen Nagelhau besitzt. Dementsprechend die zweihändige Öffnung voraussetzt und 42a-konform ist. Damit dieses Messer ein Einhandmesser ist und nicht mehr 42a-konform wäre, müsste die einhändige Öffnung vorausgesetzt sein. Ist in diesem Fall nicht gegeben, aufgrund des schönen Nagelhaus.
Der Bruder vom Eternal Classic hat einen Daumenpin oben auf der Klinge, der wäre beispielsweise nicht 42A-konform. Dadurch, dass wir das Messer zweihändig öffnen durch den Nagelhau, ist es auch zulässig, dieses Messer zu führen, trotz Arretierung. Ganz genau. Ja, das war's jetzt schon wieder mit unserem Video und euren Fragen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, liked und aktiviert die Glocke. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.